Willkommen bei der Tageslektion von Ein Kurs in Wundern. In der Sequenz der Lektionen 181 bis 200 sind wir bei Lektion 182. Lass sie uns gemeinsam wiederholen. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Eine ganz, ganz wunderbare Lektion, mehr eine Lektion zu genießen, einfach zuzuhören, sich fallen zu lassen, nach Hause zu gehen, dieses Kind im Inneren zu entdecken. Das sind die Themen in dieser Lektion. In den ursprünglichen Notizen, wie Helen Schackman sie empfangen hat, war es umgekehrt, war eigentlich die Lektion 182, was wir jetzt als Lektion 183 haben, und diese Lektion war als Lektion 183 diktiert worden, aber wen kümmert es schon, der Inhalt ist, was so großartig ist. Und ja, es geht hier wirklich diese Wehrlosigkeit dieses Kindes in uns wieder zu entdecken und zu feiern, uns einander anzubieten am Ende der Zeit. So auch diese Lektion 153, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit, ist hier mit eingebunden, und auch die Lektion 160. Ich bin zu Hause und die Angst ist hier der Fremde, weil uns auch in der heutigen Lektion Jesus ganz klar aufzeigt, dass wir in Raum und Zeit, in diesem Konstrukt eines Traumes Fremde sind, dass wir nicht zu Hause sind hier in Raum und Zeit, in einer Welt, von der wir die Macher sind. So, lass uns hier einfach diese Lektion gemeinsam genießen, wie er sie in dieser ganz, ganz wunderbaren, lichtgefüllten Aussage und Ausstrahlung uns gibt. Es ist ganz sicher eine vollkommene Schlüssellektion im gesamten Kurs und damit essentiell in unserem Geistestraining. Danke dir für diesen Frieden, den du da eröffnest in deinem Herzen, in deinem Geist, in deiner Seele. Ja, wir gehen nach Hause und es ist heute, es ist jetzt. So, lass uns dies nun gemeinsam teilen und hineinhören durch die Worte hindurch, sodass wir unser Zuhause erfahren können. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Diese Welt, in der du zu leben scheinst, ist nicht dein Zuhause. Und irgendwo in deinem Geist erkennst du, dass das wahr ist. Eine Erinnerung an Zuhause hört nicht auf, dich heimzusuchen, als gäbe es einen Ort, der dich zur Rückkehr riefe, obschon du weder die Stimme wiedererkennst, noch woran die Stimme dich erinnert. Und dennoch fühlst du dich hier wie ein Fremder. Ein Fremder von wer weiß woher. Es ist nichts Eindeutiges, sodass du mit Bestimmtheit sagen könntest, dass du hier ein Verbannter bist. Da ist nur ein beharrliches Gefühl, manchmal nicht mehr als ein winzig kleines Pochen, zu anderen Zeiten kaum erinnert und aktiv abgetan, das aber sicherlich dir wieder in den Sinn kommt. Das erinnert mich auch an Aussagen im ersten Teil vom Matrix-Film, nicht wahr? Über diese Welt und unser Gefühl dazu. Es gibt niemanden, der nicht wüsste, wovon wir sprechen. Wir sprechen hier von der Illusion, hier zu sein, nicht wahr? Und er gibt uns hier 3 Aufzählungen, 3 Möglichkeiten. Einige versuchen, ihr Leiden in Spielen wegzulegen, die sie spielen, um ihre Zeit zu füllen und ihre Trauer vor sich fernzuhalten, nicht zu fühlen. Andere wiederum, und das ist wirklich der menschliche Zustand, nicht wahr? Das sehen wir ständig in der Welt. Andere wiederum verleugnen, dass sie traurig sind und sehen ihre Tränen gar nicht. Und drittens wieder andere behaupten, dass das, wovon wir sprechen, Illusion ist und nur als Traum betrachtet werden sollte. Ja, du bist halt auch so ein esoterischer Spinner, nicht wahr? Und hier ist die Frage von Jesus selbst. Wer aber würde in schlichter Ehrlichkeit,
ohne Abwehrhaltung und Selbsttäuschung leugnen, dass er die Worte, die wir sprechen, wohl versteht. Und das ist und kann nur ein Geist sein, der mit dem Heiligen Geist denkt und fühlt. So wir sprechen heute für jeden, der auf dieser Erde wandelt, ja, jeden Einzelnen, der sich als verloren fühlt in dieser Welt. Denn er ist nicht zu Hause, er wandert in endloser Suche ungewiss umher, sucht in der Dunkelheit, was er nicht finden kann und begreift nicht, was es ist, das er sucht. Er macht sich Tausende von Heimen, er sucht in Tausenden von Formen und macht sich Tausende von Heimen, doch keine stellt seinen ruhelosen Geist zufrieden. Er versteht nicht, dass er vergeblich diese Heimstätten baut. Das Zuhause, das er sucht, kann nicht von ihm gemacht sein. Es gibt keinen Ersatz für den Himmel. Alles, was er je gemacht hat, bist du bereit, war die Hölle. Und das ist auch nichts anderes als die Idee des in Raum, Zeit als begrenzt hier zu sein, in Illusionen verloren, in Träumen verloren zu sein, sich zu lokalisieren in einer Selbstidentität, lass es uns so sagen. Aber vielleicht glaubst du, es sei das Haus aus deiner Kindheit, nicht wahr? Lass uns zurückgehen und das betrachten und wertschätzen. Das Haus aus unserer Kindheit, welches du wiederfinden möchtest. Die Kindheit deines Körpers und sein Zufluchtsort sind eine Erinnerung, die jetzt derart verzerrt ist, dass du nur das Bild deiner Vergangenheit hegst, welche niemals stattgefunden hat. Hörst du das? Doch ist ein Kind, und jetzt beginnt er von diesem Kind zu sprechen, das in unserem Inneren lebt, nach wie vor lebt und nun gefunden werden will und in dem Sinne geehrt werden will als unsere eigene Heiligkeit. Es ist ein Kind in dir, das seines Vaters Haus, Gottes Haus sucht und erkennt, dass es hier fremd ist. Diese Kindheit ist ewig, mit einer Unschuld, die auf immer währen wird. Und wo dieses Kind hingehen wird, da ist heiliger Boden. Und seine Heiligkeit ist es, die den Himmel hell macht und die reine Widerspiegelung des Lichtes droben auf die Erde wiederbringt, in welchem Erde und Himmel sich als eins verbinden. Und es ist dies Kind in dir, das dein Vater als seinen eigenen Sohn kennt. Es ist dies Kind, das seinen Vater kennt. Es verlangt so innig und so unaufhörlich, heimzugehen. Da ist eine Dringlichkeit da, heimzugehen, Bruder. Dass seine Stimme zu dir weint, es eine Weile ruhen zu lassen. Es bittet nicht um mehr als eine Ruhepause von einigen wenigen Augenblicken, nur um eine Spanne, nur in der es zurückkehren kann, um erneut die heilige Luft zu atmen, die seines Vaters Haus erfüllt. Einen Moment, einen Augenblick. Auch du bist sein Zuhause. Du bist dieses Kindes, dieses heiligen Kindes Zuhause. Es wird wiederkommen. Gib ihm nur ein wenig Zeit, es selbst zu sein. In dem Frieden, der sein Zuhause ist, in dem du in Schweigen und in Frieden und in Liebe ruhst. Dieses Kind braucht deinen Schutz. Es ist weit von zu Hause weg. Es ist so klein, dass es scheinbar so leicht ausgeschlossen wird, sein winzig kleines Stimmchen so bereitwillig verschleiert wird, sein Hilferuf beinahe ungehört verhallt inmitten der knirschenden Töne, der schrillen und rasselnden Geräusche der Welt. Doch weiß es, dass in dir noch immer sein sicherer Schutz liegt. Du wirst es nicht enttäuschen. Es wird nach Hause gehen und du mit ihm zugleich. Bist du bereit? Ja, großartig, danke. Dieses Kind ist deine Wehrlosigkeit, meine Wehrlosigkeit, deine Stärke. Lektion 153, nicht wahr? Es vertraut dir. Er, Christus, es ist wahrlich Christus selbst. Er vertraut dir. Es ist gekommen, weil es wusste, dass du nicht versagen würdest. Es flüstert dir unaufhörlich von seinem Zuhause zu, denn es möchte dich zurückbringen mit sich, damit es selbst bleiben kann und nicht dorthin zurückkehren braucht, wohin es nicht gehört und wo es als Ausgestoßener in einer Welt fremder Gedanken lebt.
Seine Geduld ist grenzenlos. So, das können wir jetzt ganz gleich mit Christus identifizieren. Seine Geduld ist grenzenlos. Es wird warten, bis du seine sanfte Stimme in dir hörst, die dir zuruft, es in Frieden dorthin gehen zu lassen, mit dir zugleich, wo es zu Hause ist, und du mit ihm. So, wenn du einen Augenblick lang still bist, wenn die Welt von dir weicht, wenn wertlose Ideen aufhören, für deinen ruhelosen Geist von Wert zu sein, dann wirst du seine Stimme hören. Was für eine Meditation, nicht wahr? Wir ruhen in Gott, jetzt. Und so ergreifend ruft er dich, dass du ihm nicht länger widerstehen wirst. In jenem Augenblick wird er dich mit zu sich nach Hause nehmen und du wirst in vollkommener Stille, schweigend und in Frieden bei ihm bleiben, jenseits aller Worte, unberührt von Angst und Zweifel, in erhabener Sicherheit, dass du zu Hause bist, dass du zu Hause bist, dass du zu Hause bist. Wow, danke. Ruhe heute oft mit ihm, denn er war gewillt, ein kleines Kind zu werden, damit du von ihm lernen mögest, wie stark der ist, der wehrlos kommt und nur der Liebe Botschaft denjenigen anbietet, die denken, er sei ihr Feind. Es hält die Macht des Himmels in seiner Hand und nennt sie Freunde, und es gibt ihnen seine Stärke, damit sie sehen mögen, dass es ihr Freund sein möchte. Ja, und es bittet um nichts anderes als das, dass sie es beschützen, denn sein Zuhause ist weit weg und es will nicht allein zu ihm wiederkehren. Christus wird jedes Mal, wenn ein Wanderer sein Heim verlassen möchte, als kleines Kind wiedergeboren. Denn er muss lernen, dass das, was er beschützen möchte, nur dieses Kind ist. So, du kannst das jetzt auch übersetzen mit der Pflicht der Eltern, zu beschützen, nur dieses Kind ist, das wehrlos kommt und durch Wehrlosigkeit geschützt ist. Geh heute von Zeit zu Zeit mit ihm nach Hause. Du bist ebenso sehr ein Fremder hier, wie es selbst. Nimm dir heute Zeit, deinen Schutzschild wegzulegen, der nichts hilft, und lege nieder Speer und Schwert. So alle diese Kreuzigungserinnerungen und Mittel, die die Kreuzigung aufrechterhalten haben, all diese Anklagen, all diese Urteile, all diese Verurteilungen legen wir ab. Speer und Schwert, Schutzschild, die du gegen einen Feind ohne Existenz erhoben hast. Christus hat dich Freund genannt und Bruder. Er ist sogar gekommen, um deine Hilfe zu erbitten, ihn heute vervollständigt und vollständig heimgehen zu lassen. Er ist gekommen, wie ein kleines Kind kommt, das seinen Vater um Schutz anflehen muss und Liebe. Er herrscht über das Universum und dennoch bittet er dich auch unaufhörlich, dass du mit ihm zurückkehrst und Illusionen nicht mehr als deine Götter annimmst. Letzter Paragraph, du hast deine Unschuld nicht verloren. Du hast deine Unschuld nicht verloren. Genau danach sehnst du dich. Das ist dein Herzenswunsch. Das ist die Stimme, die du hörst, und das der Ruf, der nicht verleugnet werden kann. Das heilige Kind bleibt bei dir. Sein Heim ist deines. Heute schenkt es dir seine Wehrlosigkeit und du nimmst sie an im Austausch gegen all das Kriegsspielzeug, das du gemacht hast. Und jetzt steht der Weg offen. Und die Reise hat ein Ende, das endlich in Sicht ist. Sei einen Augenblick lang still und geh mit ihm nach Hause und sei in Frieden eine Weile. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Danke. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Großartig. Da ist nur Licht, Liebe da. Gott ist gegenwärtig. Jawohl, danke. Wunderbar. Bye bye.